zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich für den M2 Competition die Lüftungsadapter für die vorderen Bremsen designe. Ich hatte ja in einem früheren Video gezeigt, dass ich dort bereits Vorkehrungen getroffen habe, um eine Bremsbelüftung zu installieren, und jetzt brauche ich noch einen Adapter, der mir ermöglicht, diesen originalen Lüftungspunkt zu verwenden, um dort die Luft abzugreifen und zur Bremsscheibe zu führen. Dafür nutze ich hier ein CAD-Programm, das Ganze nennt sich FreeCAD. Hier gehe ich jetzt her und mache mir eine Zeichenebene. Auf der Zeichenebene habe ich jetzt eine Rastergröße gewählt, in dem Fall 5 mm. Und jetzt gehe ich her und zeichne auf meiner Rasterebene die Grundplatte, das heißt also erstmal die Grundfläche der Öffnung, die ich am Auto gemessen habe. Das Ganze ist 10 auf 6 cm. Das zeichne ich mir jetzt hier ein. Wenn ich das habe, gehe ich her und gebe dem Ganzen einen sinnvollen Namen, sodass ich das später auch wieder zuordnen kann. Jetzt bei so einfachen Zeichnungen ist das nicht unbedingt nötig, aber das ist gut, wenn man sich das von Anfang an angewöhnt. Jetzt gehe ich her und mache eine weitere Zeichnung, und diese zweite Zeichnung, die wird dann der Außendurchmesser für den Anschluss des Bremsbelüftungsschlauchs. Und hier weiß ich ja, weil das habe ich auch gemessen, dass der insgesamt 6 cm im Durchmesser ist. Das heißt, ich nehme jetzt hier nicht den Radius 3 cm, sondern ein bisschen weniger als Außendurchmesser, so sage ich mal 2,9 cm. Dadurch habe ich es nachher deutlich einfacher, den Schlauch über diesen Anschluss zu führen. Ich versuche jetzt hier also, wie gesagt, diese 2,9 cm Radius hinzubekommen, benenne das Ganze auch wieder sinnvoll, dass ich das später zuordnen kann, und gehe dann her und mache eine dritte Zeichnung. Und diese dritte Zeichnung, die ist dann der Innendurchmesser des Anschlussstücks, und den mache ich jetzt von der Größe, also beziehungsweise vom Radius her 2,5 cm. Das heißt, wir haben also eine relativ angenehme Wandstärke für diesen Anschluss. Das sollte also funktionieren. Und jetzt haben wir hier unsere 3 Ebenen, die Grundplatte plus eben die beiden Kreise für Außen- und Innendurchmesser. Und jetzt wechsle ich den Modus und fange an, hier einen Volumenkörper zu erzeugen. Den Volumenkörper mache ich jetzt 1 cm hoch. Das heißt, ich gebe jetzt hier 10 ein, denn es sind Millimeterangaben. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich diesen Volumenkörper eben anhand dieser Informationen erzeugen. Das heißt, hier wird jetzt also ein entsprechendes Rechteck mit einer Höhe von 1 cm bzw. 10 mm daraus. Das gleiche wiederhole ich jetzt auch für meinen Außendurchmesser. Da möchte ich, dass der 3 cm übersteht. Das heißt, ich mache den 4 cm groß, denn der hat ja auf der gleichen Grundebene begonnen wie meine Grundplatte, und die ist ja 1 cm hoch. Deswegen muss ich jetzt also 1 cm oben drauf rechnen, wenn ich 3 cm Überstand haben möchte, sprich 4 cm, so dass ich jetzt am Ende des Erzeugens des Volumenkörpers von der Oberkante der Grundplatte bis zur Oberkante meines Anschlusses eben genau 3 cm habe, und der Rest ist in der Grundplatte sozusagen versunken. Jetzt gehe ich her und mache einen Volumenkörper aus dem Innendurchmesser. Den mache ich jetzt auch nochmal größer, weil den möchte ich ja ausschneiden, beziehungsweise den möchte ich aus den anderen Körpern ausfräsen, und habe den hier jetzt mal auf 5 cm gemacht. Jetzt schiebe ich den Innendurchmesser noch ein bisschen nach unten, dass der auf jeden Fall aus den Teilen rausragt, und habe dann jetzt zwei Möglichkeiten, den auszuschneiden. Entweder ich kombiniere beide Körper, das heißt die Grundplatte und den Außendurchmesser, oder aber ich dupliziere mir meinen Innenkörper, also sprich diesen Zylinder, und schneide einfach zweimal aus. In dem Fall gehe ich jetzt her und kopiere mir meinen Innenzylinder und schneide den dann einmal von der Grundplatte her aus und einmal von dem Innenzylinder, um zu erwirken, dass eben ich hier eine komplette freie Fläche habe, beziehungsweise einen hohlen Körper. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht und schneide das jetzt hier voneinander aus. Und das Ergebnis ist dann nachher später eine Grundplatte mit diesem Anschlussstück, die aber innen drin frei ist und Luft durchströmen kann. Wenn ich das jetzt ein bisschen runterschiebe, sehen wir das schon, ne? Der erste Zylinder ist ausgeschnitten. Jetzt muss ich sozusagen den zweiten Zylinder auch noch nutzen, um die Grundplatte zu öffnen. Und jetzt habe ich eine komplett durchgängige Version. Grundplatte plus Anschlussstück, das wird nachher im 3D-Drucker ein Stück sein. Das lässt sich auch wunderbar drucken, weil es einfach von unten nach oben druckt. Das ist also komplett unkompliziert, und so sollte das dann mit etwas Glück auch am Fahrzeug montierbar sein. Wie gesagt, das ganze Programm nennt sich FreeCAD. Hier kann man auch wunderschön nochmal
die Kanten von der Länge sich anzeigen lassen. Ich habe die extra an der langen Seite ein bisschen länger gemacht. Wird dann aber später beim ersten Probefitting im Auto noch auffallen, dass ich da sowieso noch ein bisschen mehr Grundplatte brauche, um das besser verschrauben zu können. Denn meine erste Idee war jetzt hier, das zu verkleben. Das habe ich dann aber später beim Probefitting am Auto wieder verworfen. Das heißt, also verkleben werde ich es nicht, ich werde es verschrauben und deswegen muss ich die Grundplatte später auch noch ein bisschen erweitern. Nichtsdestotrotz ist das schon mal eine ganz gute erste Version. Klar ist es jetzt nicht strömungsoptimiert, da geht viel Luft einfach direkt an die gerade Fläche, aber deswegen habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen und noch eine zweite Variante gemacht, die dann ein wenig strömungsoptimierter ist. Und die Variante, die stelle ich euch jetzt eben vor. Das heißt, wir springen jetzt einmal zur Variante Nummer 2. Das ist jetzt das Ergebnis der zweiten Version. Beim Erstellen der zweiten Version hatte ich dann die Idee, mehr oder weniger Version 1 und Version 2 zu kombinieren. Wir sehen hier, es sind jetzt 3 Teile geworden. Der Teil mit dem Anschluss für den Bremsschlauch, der ist dann der Teil, der sozusagen die Version 1 widerspiegelt. Das heißt, ich kann also mit der Version 2 beide Versionen testen. Ich musste es dreiteilen, da mein 3D-Drucker eben solche komplexen Formen nicht darstellen kann. Der kann nur von unten nach oben arbeiten und deswegen eben diese Dreiteilung. Das heißt, ich werde hier auch alle 3 Teile extra drucken und dann eben später verkleben müssen. Diese zweite Version ist jetzt ein bisschen strömungsoptimiert, das heißt, ich habe die Möglichkeit, über diese Schräge die Luft ein bisschen zu leiten und der zweite Vorteil ist natürlich, dadurch, dass ich die Luft ein wenig leite und sozusagen eine 90-Grad-Kurve mache in Bezug auf den Anschluss, habe ich wiederum mehr Platz gewonnen im Rathaus und hoffe, dass dann später genug Freigängigkeit da ist, damit hier das Einlenken beim Rad nicht irgendwie beeinträchtigt wird. Hier zeige ich jetzt mal, wie sozusagen die Teile dann sich zusammensetzen und einen Teil ergeben und das Ganze kommt dann sozusagen an den Anschluss im Rathaus-Innenkasten, diesen Originalanschluss, nimmt dort die Luft ab. Die Luft wird hier über diese Schräge in Richtung Ausgang geleitet. Das ist schon mal ein bisschen eine Optimierung und geht dann von diesem Ausgang in Richtung Bremsschlauch und wird dann vom Bremsschlauch wiederum im Rathaus-Innenkasten an die Bremsscheibe geleitet und dort an diese Distribution Plate oder halt an diese Anschlussplatte, die direkt von hinten auf die Bremsscheibe drauf bläst. So, ihr habt jetzt also gesehen den Entstehungsprozess am CAD-Programm und ich habe mich jetzt dann, als ich den ersten Prototyp gedruckt habe, dafür entschieden, nicht beide Versionen dediziert zu drucken, sondern nur die etwas fortgeschrittenere Version, die eben diese angeschrägte Kante hat, wo eben sozusagen die Luft ein bisschen besser in Richtung Ausgang geleitet werden soll und habe dann eben, ja, mehr oder weniger nutze ich jetzt das hier auch, um meine erste Variante zu testen, denn im Grunde genommen ist das hier die gleiche Konstruktion oder der gleiche Anschlusstyp, wie ich in meiner ersten Variante vorgesehen habe. Und heute werde ich jetzt also auch nochmal ein kleines Probefitting machen am Auto, einfach schauen, passt das vom Platz her rein. Und wenn das passen sollte, dann werde ich auf jeden Fall bei der nächsten Version hier unten noch Befestigungspunkte mit rausdrucken, damit ich das eben hier an 4 Stellen verschrauben kann. Da müsste eigentlich genug Platz sein. Das werde ich heute auch nochmal am Auto im Kotflügel bzw. am Innenkotflügel kontrollieren, an dieser Plastikabdeckung, ob ich da die Möglichkeit habe, solche Verschraubpunkte anzubringen. Denn ich habe mir jetzt überlegt, zuerst wollte ich es ja kleben, aber kleben ist so ein bisschen blöd, wenn ich dann wirklich mal was tauschen möchte oder es aus irgendwelchen Gründen vielleicht nachher nicht so gut hält und auf der Rennstrecke wegbricht. Deswegen dachte ich mir, ist die geschicktere Variante, wenn ich das auch verschraubbar mache und dafür werde ich hier einfach sozusagen an allen 4 Ecken, hier unten nochmal so Vierecke oder Rechtecke mit einem entsprechenden Loch vorsehen. Und dann kann ich das Teil wunderbar am Fahrzeug montieren. Ihr seht ja jetzt, ich musste unterschiedliche Teile machen, beziehungsweise ich musste das Gesamtteil aufteilen. Das liegt daran, weil der 3D-Drucker, den ich habe, und ich glaube, das gilt auch für jeden anderen 3D-Drucker, solche komplexen Formen nicht in einem Guss herstellen kann. Das heißt, ich habe mir jetzt sozusagen 3 Ebenen gemacht, musste auch 3-mal drucken. Das ist die Grundplatte. Auf die Grundplatte kommt dann hier vorne, man sieht das auch schön, hier ist das so ein bisschen angeschrägt, kommt dann sozusagen der Luftauslass. Und hier oben drauf, da sieht man das auch so ein bisschen, das ist auch wieder hier so ganz leicht, ja, so richtig gut kann man das nicht erkennen, ganz leicht angeschrägt und das kommt dann hier oben drauf, so, das müsste ich tatsächlich verkleben, damit das ein Bauteil ergibt, ja, das ist die Stelle, die dann an den Plastikinnenkotflügel kommt, hier würde dann die Luft von vorne reinströmen, wie gesagt, das ist jetzt nicht
Strömungstechnisch ist es nicht hundertprozentig optimal, aber auf jeden Fall besser, als wenn ich einfach nur so eine gerade Fläche habe. Und ja, die Luft strömt hier ein, prallt da ab, geht durch das Loch. Hier kommt dann der Schlauch ran und der Schlauch geht dann wiederum zur Rückseite der Bremsscheibe, wo das Ganze dann nachher hoffentlich einen entsprechenden kühlenden Effekt haben soll. Ich habe ja im CAD-Programm die Öffnung ein wenig kleiner gemacht. Ich hole jetzt einmal den Bremsschlauch und dann sehen wir, dass das wirklich perfekt passt. So, das ist jetzt der Bremsschlauch für die ganze Konstruktion. Und das ist, wie gesagt, das Anschlussstück, an dem nachher der Bremsschlauch befestigt wird. Ich habe das hier extra ein bisschen länger gemacht und jetzt kann man den hier wunderbar, ja, der ist also nicht zu lose, aber auch nicht zu fest. Das ist also wirklich, ne, also man muss schon ein bisschen hin und her wackeln, damit er reingeht, aber ist auch nicht so presst, dass man das dann nachher nur sehr, sehr schwer reinbekommt. Das heißt, der sitzt hier wirklich bombenfest. Da habe ich also Glück gehabt mit meinem ersten Ansatz, das ein bisschen kleiner zu machen. Und dann kommt hier später noch eine Schelle drumherum oder ein Kabelbinder und dann ist das Ganze auch nachher fest und der Schlauch kann dann sozusagen die Luft, die hier von vorne kommt und hier umgeleitet wird, nachher in Richtung Bremsscheibe leiten. Und jetzt machen wir einen kleinen, ja, Passtest oder Fitting-Test am Auto, ob das auch wirklich alles passt. Und wenn das passt, dann überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht doch lieber für die einfachere Variante gehe. Das heißt, nur so eine Platte mit solchen 4 Verschraubpunkten, gar nicht das mit dieser Luftumlenkung mache. Da muss ich jetzt mal schauen, wie sich das im Auto darstellt oder am Auto darstellt. Denn der Vorteil natürlich von dieser Umlenkplatte ist zum einen, wie gesagt, dass ich ein bisschen die Luft kanalisieren kann, aber zum anderen auch, das ist ja jetzt sozusagen in Fahrtrichtung. Hier haben wir unser Rad, also wir stellen uns mal vor, das wäre das Rad. Das Rad steht ja so im Rathauskasten und wenn ich jetzt die Platte einfach nur so montiere, geht ja der Schlauch relativ stark in Richtung Rad. Wenn ich jetzt meine Version nehme, die sozusagen das Ganze umleitet, dann geht der Schlauch hier hinten raus, ja, und ich habe hier noch mehr Platz Richtung Rad. Das heißt, da muss ich jetzt einfach schauen, wie sich das, wie gesagt, im Auto darstellt, was da besser ist und je nachdem werde ich dann nachher die entsprechende Version, also für die entsprechende Version werde ich mich dann nachher entscheiden. So, jetzt sind wir im Auto und jetzt probiere ich einmal, ob ich vielleicht das Glück habe und hier die, ja, wie soll ich sagen, Passprobe machen kann, währenddessen das Rad noch montiert ist. Ich habe es jetzt einmal nach innen eingeschlagen, da kam ich nicht an die entsprechende Stelle. Jetzt habe ich es nochmal nach außen eingeschlagen und versuche, ob ich hier dann rankomme. Das klappt aber auch nur so bedingt, beziehungsweise ist es halt dann schlecht zum Filmen. Also ich komme schon ran und habe auch gesehen, dass es prinzipiell passen würde, aber es ist natürlich schlecht zum Filmen. Das heißt, ich gehe jetzt her und werde das Rad dann doch komplett demontieren, um da einen besseren Passtest machen zu können. Was ich jetzt hier sehe, also prinzipiell würde mal auch die Version 1 passen. Allerdings glaube ich, dass es dann später, wenn ich eben das Rad in die andere Richtung einschlage, zu nah an den Schlauch bzw. an diesen Anschluss kommt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt für die Version 2 mich entscheiden mit dieser Umlenkung. Das Schöne ist auch, dass diese Umlenkung hier wirklich sehr gut passt in Bezug auf den Halter, den ich schon montiert habe. Das heißt also, der Schlauchhalter als auch der Schlauchanschluss an diesem Adapter, die passen beide sehr gut zueinander. Das Einzige, wo ich jetzt hier mir ein bisschen noch was überlegen muss, ist eben mit der Befestigung, denn leider sitzt das ja nicht plan auf. Das heißt, ich werde das hier wahrscheinlich nicht so einfach verschrauben können und verkleben, wie gesagt, ist halt nicht so geil, weil ich es dann auch nicht mehr so einfach habe zum Demontieren. Da muss ich wirklich noch gucken, ob mir da irgendwas Gutes einfällt. Vielleicht da diese Schraube da unten sozusagen ja irgendwie zweckentfremden oder ersetzen durch eine andere Schraube, die dann länger ist und ich dann doch das Ganze mit Schrauben verbinden kann. Da muss ich mal gucken, was mir da noch einfällt, aber die Grundidee habe ich jetzt auf jeden Fall. Die Variante mit der Umlenkung funktioniert am besten, für die werde ich mich jetzt entscheiden. Jetzt muss ich noch irgendeine clevere Lösung finden, dass ich das ganze Teil eben verschrauben kann und nicht verkleben muss, sodass ich es auch ja, immer mal wieder abnehmen kann oder für den Fall, dass was kaputt geht, wechseln kann. Und da ist natürlich so eine Schraublösung einfach viel besser als so eine geklebte Lösung. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen näher an. Hier jetzt also, wie gesagt, dann die Variante mit der Umlenkung. Das passt also hier wunderbar. Die Luft geht raus. Auch der Anschluss geht super in Richtung von dem Schlauchhalter. Das lässt sich hier also alles wunderbar montieren.
Und das ist dann die Variante, die es im nächsten Video hoffentlich zu der finalen Version schafft, wo ich dann alles auch komplett einmal verbaue. Ich mache es im nächsten Video beziehungsweise beim Verbauen dann auch so, dass ich erstmal nur eine Seite befestige. Dann werde ich das Auto ordentlich schnell bewegen, ordentlich bremsen und dann eben einen Temperaturvergleich machen, ob es überhaupt was bringt. Bleibt also dran, freut euch aufs nächste Video und bis bald. Ciao!